Hallo zusammen, ja, euer Voicebot ist wieder hier. Wir machen weiter mit Vampyr und wir machen weiter mit der Frage bei der lieben Christina. Ja, was wir eigentlich für eine Antwort geben. Ich überlege gerade immer noch. Ja, letztendlich, wir verurteilen sie nicht dafür, dass sie diese Dienste verrichtet. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Ja, okay. Gute Goodbye, Idee. miss. Take care of yourself as best you can. Gut, okay, haben wir auch. Da ist der Doc. Was hat sie? Erschöpfung. I'm cheap and I'm clean, I promise. There's something going on in this district. You look so pale, my lord. Would you like me to find you? Hä? Okay. Jetzt wird's schlüpfrig. Wo gehen die beiden hin? Ich habe noch nicht gesehen in diesem Spiel, dass NPCs miteinander interagiert haben. Okay, wir können... Die kommen da rein. Hey, da war die Tür zu. Okay, die ist zu. You waste my time with your talk, Clayton. And my time costs. I just want some answers, Christina. Go back to your fancy house, Mr. Journalist. Okay. Was zur Hölle war das jetzt? Jetzt kommen wir hier nicht mehr rein. Wir können ja mal mit ihm reden. Hey. Good evening, Doctor. Can I help you? Ja, vielleicht mal was Persönliches? Nö. Wir suchen in London. Hier. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Okay. Persönliche Sachen, nein, kann man nicht. Goodbye, Mr. Darby. Okay. Farewell. So. Oh, Good evening, Doctor. Can I help you? nee, eigentlich nicht. Oh. Goodbye, Mr. Ach, ich bin wahrscheinlich versehentlich auf ihn wieder auf F gekommen. Na gut. Jetzt reden wir noch mal kurz mit ihr. Da steht sie. Was hat sie denn? Erschöpfung. Wir sollten vielleicht noch ein paar von den Medikamenten machen. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Persönliche Frage. Hinweis, Hinweis, Hinweis. Leben in London. Okay, lassen wir das erstmal. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Ja, der macht sich halt um die Leute schon so. So. Ja, ist okay, mach mal. So. Nee, doch da die Richtung. 71 Meter. Price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. There's nobody here.
Betreten ist nicht möglich, das Haus ist leer. Ja, schön. Wir wissen ja, dass er da steht, aber aus irgendeinem Grund triggert das hier nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso es hier nicht weitergeht. So. Ja, das ist. Ich finde was macht, aber wir kriegen ja keine Informationen. Unterschlupf. Tja. Ich werde jetzt einfach mal zurück zum Krankenhaus gehen. Erstens mal haben wir einiges an Punkten, die wir vielleicht nutzen können. Zum anderen, glaube ich, hier richtig. Nee, halt. Die Richtung müsste es sein, ne? Auch nicht. Die Richtung? Die Richtung. Okay. Irgendwo hier vorne durch. Hier. Ja, beschwert euch beide mal. Ich muss mal ein paar paar Mittel herstellen. Wir haben ja jetzt Informationen über die Leute. Vielleicht, wenn wir ihnen helfen. Da war dieser komische große Skrull. Irgendwie Stufe 19 oder so. Ewig weit über uns. Den lassen wir mal schön in Ruhe. Hier waren die ganzen Soldaten. Ja, genau. Da haben wir uns auch durchgemäht. Und hier müsste es hergehen. Dann müsste es zum Krankenhaus gehen. Jedenfalls ist das hier stark meine Vermutung. Da kann man in irgendeinen Unterschlupf. Schön, man hört irgendein Wolfsgeheule. Auch nicht schlecht. Fehlt uns vielleicht noch irgendein... Nein, hier war der große. Den lassen wir mal schön in Ruhe. Fehlt uns irgendein Hinweis oder so? Ich bin echt am Überlegen, weil... Oder ist es ein Bug? Ah, guck mal, ich glaube, das ist doch... Ist das nicht sogar unseres hier? Ja, perfekt. So, jetzt lass mal kurz gucken. Hier, herstellen. Was haben wir denn da? Lungenentzündung, Bronchitis, Erkältung. Erschöpfung. So, dann hier gegen Blutarmut. Ich stelle mal so her, dass ich überall von 3 habe. Bronchitis. Okay, okay. Gegen die anderen brauchen wir viel mehr. Gut, aber lasst uns mal gucken, was wir jetzt entwickeln können. Großen Durst. Dann Blutaufnahme des Bisses. Ja, gerne. 600. Zack. Brauchen wir auch 600. Das sind dann 80%. Ja, komm hier. Gib ihm. So. Da haben wir jetzt keine Punkte mehr für. Achso, und bestätigen. Ja, dann pennen wir eine Nacht und dann gucken wir mal nochmal. Oh. Oh, oh. Stabil. Wir müssen die... Was ist das denn? Haben einfach auf die Wirtschaft. Okay. Dann sollten wir mal gucken. Was hat der denn? Erschöpfung. Das können wir heilen. Erschöpfung können wir heilen. Erschöpfung. Und wir haben die gefühlt alle Erschöpfung, ne? Hatten das nicht weniger Leute am Anfang? Wartet mal kurz. Lasst mich mal eben was kurz schauen. Können wir von dem Zeug noch mehr herstellen? Nummer 6. Gegen Erschöpfung. Und jetzt schauen wir mal durch. Hier müssten ja irgendwo die Leute sein. Das sind da unten. Na, guck mal. Der haben wir noch nicht geredet. So, das ist sie. Mit der drehen wir gleich noch. Ich würde jetzt erstmal gerne gucken. Du hier? Du bist in Ordnung. Okay. So. So. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ja, medizinische Untersuchung. Können wir das irgendwie umgeben? Thank you for your time. We'll talk later.
Nee, ich würde ganz gerne. Wie geht denn das nochmal? Das I'm quite busy right now, Dr. Reed. Verlust des Qualitäts ist mir erstmal egal, ob der Qualitätsverlust hat. Würde ihr dem irgendwie helfen? Wir sind Arzt. Heilen mit? Haben wir doch. Können die nicht teilen? Okay. Thank you for your time. We'll talk later. They may lack the resources, but Was haben wir denn noch hier? Der da hat noch Erschöpfung. Dann gucken wir mal, ob wir den heilen können. So, Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Mr. Philip. Any news about my operation? Gesundheit. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Wir müssen mal Any kurz news gucken. about my operation? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Ach so, jetzt geht's irgendwie. Irgendwie mit E haben wir es gemacht. Hier mit E. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. So, lass mal kurz gucken. Er holt sich. Sehr schön. Das ist gut. Haben wir hier noch irgendwas bei ihm? Nee. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. So, den haben wir schon. Den hatten wir schon geheilt, genau. Ach, warte, dann können wir das auch bei dem hier machen, bei unserem Kollegen. So, du da. Doktor. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ja. Accurate. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Dann hier, bitteschön. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. So, das heißt, ja, guck mal, das bringt alles nämlich Erfahrungspunkte. Auch wenn ich jetzt natürlich viel Töten von irgendwelchen Gegnern bringt mehr, aber ganz ehrlich, wir sind Doktor und wir sollten echt gucken, dass wir unsere Leute hier wieder fit kriegen. Wer bist du eigentlich? Wollen wir mit dir reden? Oh, halt, warte. Jetzt hier. Hallo. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Ja, du bist leicht verwirrt. Momentan scheint es sehr gut zu gehen. Sind das nur And Vampire? why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Beschreiben Sie mir dieses Skill. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul.
Or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Wenn sie wüsste, dass wir ein Vampir sind, ne? Ja, okay, I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. sie wird also irgendwie so, persönliche Fragen. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Ja, oder andere Dinge. Egal. Alles klar? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Okay, die scheint ein wenig durch den Wind zu sein. Lass mal kurz gucken. Gut, bei der finden wir nichts. Aber hier noch ein. Dem geht's gut, dem geht's gut. Aber hier, unserem Fahrer geht's nicht so gut. Milton heißt er, glaube ich, ne? Richtig? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja, meistens. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Hier, bitteschön. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Ja, perfekt. Warte mal kurz. Welche Lage? Waffen schmuggeln, die zweifelhafter Ruf. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Okay. Der hat echt wahrscheinlich richtig viel Mist gesehen. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Ja, hier im Krankenhaus, Junge. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Ne, hier. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Okay, hat er recht. Nee. Sie könnten dafür gefeuert werden. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Da hat er recht. Tut nichts Falsches. Ja. Soll ja nur Goodbye, aufpassen. So, Milton haben wir auch geheilt. So, wer fehlt uns jetzt noch? Good evening, Milton. Nein,
Hier, Wiedersehen. Goodbye, Milton. So, warte mal, das wollte ich haben. Den hatten wir geheilt, genau, da haben wir irgendwas verkackt bei dem. Sie ist erschöpft, ne? Ja, dann. Hier, hallo. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance? I will be fine. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Bitte, bitte. Sehr schön. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. So, wieder ein paar Punkte gesammelt. Sehr schön. So, wen haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwie... Der hier hat auch noch Erschöpfung. Der hier. Zack. Good evening. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Hier, Medizin. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Naja. Goodbye for now, Mr. Elwood. So, die haben wir auch noch. Ja. So, lass mal kurz gucken. Jetzt haben wir ja einigen hier geholfen, ne? Erholt sich. Der da. Kopfschmerzen, da können wir nicht viel machen. Wer ist denn das? Den kennen wir noch gar nicht, wa? Ja, das heißt also, die beiden, da können wir noch nichts machen. Das ist der Typ, der, glaube ich, unten war, wenn ich mich recht entsinne. Ach, da war noch eine Frau bei ihm im Zimmer, ne? Das ist der Mann, der so eine Krause um den Hals irgendwie hat. Das ist so ein Verband um den Hals. Und da saß noch eine Frau dabei. Das könnte dem seine Mutter sein. Der hat auch Erschöpfung. Die sind irgendwie gefühlt alle krank. Alle Erschöpfung? Nee, Migräne, Erschöpfung, Bronchitis. Da müssen wir mal gucken. So. Das ist aber schon mal ganz gut. Damit haben wir einen ordentlichen Anfang. Jetzt will ich noch mal kurz hoch ins Zimmer gehen. Also, wir müssen ja immer noch gucken, dass wir diesen Weg finden, diese Leute entweder zu belauschen oder aber irgendwie einen Weg da rein finden. Das machen wir jetzt mal. Wir laufen jetzt noch mal zurück. Ich habe ja noch einen ungefähren Plan, wie wir da laufen müssen. Ja. Und wenn wir hier Leute finden... Warte mal, ich mache mal kurz den Modus an. Mach mal. Ja. Ich gehe schon, keine Sorge. Das Krall, der interessiert mich gerade nicht. Die interessieren mich auch nicht. More and more of these bloody leeches every night. Aye, there's safer places to be than here. Step away! Ja. So. Jetzt sind wir an denen erstmal vorbeigekommen, ohne dass wir uns mit denen jetzt hier die ganze Zeit prügeln müssen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Sie hier hat Erschöpfung. Hey, halt, warte. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Nicht Do you ganz. need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Medizin geben. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Sehr schön. Erholt sich. Das ist doch schon mal schön. Goodbye, Perfekt. miss. Take care of yourself as best you can. So. Was hat er? Auch Erschöpfung. Ja, perfekt. Und glaube ich 2 haben wir noch, wenn ich mich recht entsinne. Hey du. Good evening, Doctor. Can I help you? Do Hier. you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. Oh, okay. Ja, brauchen wir noch. I will see. Okay. Goodbye, Mr. Darby. Haben wir doch alle aufgebraucht. Warte mal, aber hier gab es doch einen Unterschlupf, oder? Da ist ein... Hier die Straße runter. Hier müsste das sein. Hier irgendwo runter. Und dann...
Ich glaube, ups. Links. Nee, wartet. Hier. You look so pale, my lord. Would you like me to... So, hier rein. Das kann aber eigentlich kein Ding sein. Hier wurde jemand abgemurkst. Zack. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Da war irgendwas auf dem Tisch, oder? Ist das nicht gerade noch hier was gehabt? Ja, okay. Da ist noch Geld. Zack. Das uns nochmal umgedreht haben. Ja, haben wir irgendeine Frau umgebracht. Na super. Ah, ein Unterschlupf. Auch nicht schlecht. Na gut, da ja eh alle tot sind, würde es ja keinen interessieren, wer wir irgendwo sind. Hier ist gut, dass wir hier sind. Das ist die, da kann man da raus. Okay, ich gucke noch mal kurz alles durch. Da oben sind noch ein paar Schilling. Da kann man auch irgendwie raus. Sehr schön. Ein Unterschlupf freigeschaltet. Hier. Wieder 3 Stück. So, was haben wir noch? Das ist ein leichtes Blutserum. Nee, das brauchen wir nicht. Leichtes Regenerationsserum. Passt. Ach so, hier. Das heißt, in die Richtung wird es vermutlich nach Whitechapel, und zwar in die Richtung gehen, wo wir hinwollen. So, mal gucken. Was haben wir eigentlich zeitlich? Ja, okay. Und jetzt gleich Feierabend. So, okay. Da. So, da liegt einer in der Ecke. Wässrige Blutprobe, okay. Ah, hier ist sie. Okay, da muss er ja hier irgendwo hier oben sein. Tick, 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 tick. Ja, da ist er. Good evening, Doctor. Can I help you? Nope. Do you need assistance? That would be nice. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Yep, perfekt. So. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ja, auch noch geheilt. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier ist der Pfaffe. Der hat nichts. So, weiter gucken. Und hier unten noch welche. Da sind die beiden. Die sind aber gesund. So, jetzt lass mal kurz gucken. Also, hier unten, wie gesagt, das muss irgendwie, wir müssen da irgendwas machen können. Come on, take a look. Don't be afraid. Ob wir irgendeine Information übersehen haben. Wie gesagt, wir können da nicht rein. Und die einzige Stelle, wo wir sehen können, ist hier. Ja. Ja, wenn ihr euch die Videos anguckt und irgendeiner das Spiel kennen sollte, könnt ihr mir mal kurz berichten, ob es vielleicht diesen Fehler auch bei anderen Streamern oder YouTubern gab. Den haben wir schon. Den haben wir auch schon. So. Achso, hier, ja. Ich bin etwas ratlos, muss ich ehrlich gestehen. Wartet mal, jetzt gleich. Wir laufen noch mal kurz hier hoch. Tick, 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 tick. Nee. Vielleicht sagt uns aber das Journal etwas. Irgendwo gab es doch die Aufgaben, ne? Die konnte man doch irgendwo einsehen. Missionen, genau. Da. Finde und sprich mit ihm.
Tja. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Geh noch mal kurz die Leute Buying durch. something? You never... So, irgendwas in London? Nein. Persönliches Fragen? Nein. Hinweise alle gesperrt? Okay. Das haben wir schon gemacht. Goodbye for... So. You again? What do you want this time? Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Ja, gut. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Okay. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Überleben ist einer You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Aha, okay. Aber irgendeine Information erhalten. So, da haben wir alles noch nicht. Goodbye, Okay. Mr. Peterson. So, ja, sie kann uns erstmal nicht weiterhelfen. Der Pfarrer. Good evening. It's far. Ja, ja, wissen wir schon. Hier steht. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Na komm. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. Ja. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Was ist der Plan? Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. The what? Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Doch wo sind die Grenzen, genau. Ja. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes?
The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad. And dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Okay, warte, persönliche Fragen, da können wir erstmal nichts dran. I have heard enough for tonight. Okay, wartet mal ganz kurz. Fehlt uns noch irgendwer hier? Irgendwie fehlen uns noch 3 Leute, ne? 4. Okay, lasst mal kurz gucken. Das ist der Journalist, aber der konnte uns irgendwie auch nicht wirklich weiterhelfen. Es soll aber irgendeinen geben, der uns weiterhelfen kann. Ich erinnere mich noch an dem Gespräch mit einer Person, wo die nämlich sagte, ja, wir müssen mal gucken, ich bin da gerade an was dran. Und ich finde aber diese Person zum Verrecken nicht. Erschöpfung, ja, komm mal. Hier waren wir ja schon, ne? Das war ja... Hier gab es ja nur diesen Skull. Aua. Das war jetzt aber nicht so gut. So. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Also hier, warte mal. Dürfen wir hier durch? Hier dürfen wir nicht durch. Okay. Ich will mich mal hier ganz kurz nochmal umgucken. Hier stand ja irgendwo gleich der andere Typ, ne? Der ist hier drin, genau. Der ist wieder in diesem gesicherten Teil. Das ist auch okay. Er hat eine Erkältung. Warte mal kurz. Haben wir etwas gegen Erkältung? Wir gucken einfach mal ganz kurz. Vielleicht haben wir was gegen Erkältung. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. Cool, Errungenschaft freigeschaltet. Hippokratischer Eid. Auch nicht schlecht. So, haben wir noch irgendwas, was wir nicht... You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Eigentlich wollte ich das doch nicht schreiben. Naja, hier. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Camilla ist Teil einer Verschwörung? Ach, weißt du was? Probieren wir es einfach. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all.
Okay. Sind doch auf. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Okay, ja, das passt auch I'll so. leave you Haben wir jetzt mit dem auch noch mal ein paar Pünktchen abgegriffen. Sehr schön. Lass uns mal kurz gucken. Wo kommen wir denn hier? Kommen wir denn hier irgendwo hin? Nee. Mhm. Wartet mal. Okay, sie stellt ja überall diese Dinger hier, ne? So, okay. Ja, was du noch mal? Er holt sich. So, können wir hier noch mal irgendwo hin? Nee, können wir nicht. Okay. Vor allem lustig, dass wir uns gerade vor seinen Augen eigentlich in Luft aufgelöst haben. Ne, hier auch nicht. Nochmal mit ihm. Good evening, Doctor. Nee. Ja, keine Hinweise, okay. Goodbye, Mr. Oh, warte mal, was ist denn das da? Den entfernen wir mal. Warte, wir werden mal kurz was gucken. Wir können ja hierher laufen. Okay. Zack, 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 zack. Oh, guck mal. Sandwich für die Nacht. Ja. God, taste this! Want some of that? Oh, that's gonna smart. Okay. Killing's all you deserve. Bloody monster! So, haben wir den auch schnabuliert? So, jetzt will ich hier noch mal ganz kurz gucken. Das war das Ding, wo wir hier rein sind, ne? So, und wir können... Hier ist auch nichts. Oh, oh. Tschüss. Puh. Ja, wie gesagt, oh. Achso, hier muss man irgendwo hier vorne rum, ne? Da. Okay, also das geht auch nicht. Okay, wir müssen die nächste Straße direkt wieder rein. Also einmal hier zurücklaufen. Ich will eine Sache noch prüfen, bevor wir Feiern machen. Happy hier gibt's nicht. So, dann muss das hier vorne rein sein. Also wie gesagt, ich versuche ja immer noch in dieses Gebäude reinzukommen.
Na, jetzt wird da was angezeigt. Jetzt ist da ein Auge. Wartet mal. Ist das jetzt auch hier? Jetzt, Himmelherr! Sieht ein wenig blutverschmiert aus. Strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me, just downwind. Ah, ne, endlich. Hat ja ewig gedauert. So, wartet mal ganz kurz. Ich schaue noch mal eben, was sagt OBS. OBS sagt 46. Och, wir sind schon weit drüber. Himmelherr. Okay, Leute, dann werde ich jetzt hier Feier machen. Wir hören noch ganz kurz, was der Dings zu sagen hat. Talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Ja, wir wissen ja, wo er ist. Guti. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal mit diesem Reporter nochmal reden. Ich sag mal danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüssi.